Zum Smitawi bin ich circa 2015 über Instagram gekommen. In meinem Herzen war es aber schon viel, viel eher, und zwar in meiner Kindheit. Wir hatten zu Hause so super viele Bildbänder vom alten Ägypten mit den Mumien, mit diesen goldenen, wunderschönen Kunstobjekten, mit Wandbemalung, allem Möglichen. Und ich habe echt immer stundenlang darin geblättert. Also es war wirklich als Kind schon eine Leidenschaft von mir. Und dann habe ich auf Instagram immer wieder schwarze Menschen gesehen, wie sie diese Posen und Haltung eingenommen haben, die ich von diesen Büchern von damals kannte. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, alles klar, was geht hier? Ich möchte hier mehr wissen, und habe dann auch immer gesehen, da war der Hashtag Smitawi und Kemetic Yoga. Darüber bin ich dann auf die Autoren Muatta Ashby und Babacar Khan gekommen, habe mir deren Bücher bestellt, direkt verschlungen, und mit dem Wissen, was ich dann hatte, hat sich wirklich dann nochmal so richtig mein Herz aufgetan, weil ich meine Leidenschaft für Yoga und meine Leidenschaft fürs alte Ägypten miteinander verbinden konnte. Meine Motivation war es, etwas für mich selbst zu lernen. Also es ist für mich ein sehr, sehr persönlicher Weg. Über alte ägyptische Kultur habe ich mir schon in meiner Kindheit Wissen angeeignet, indem ich halt die Bilder aus den Büchern mir angeschaut hatte. Später, als ich lesen konnte, natürlich dann auch über die Texte. Ich habe es geliebt, die alten Geschichten von den ägyptischen Göttern und Göttinnen zu hören. In den letzten Jahren habe ich mich intensiver dann mit dem spirituellen Teil der altägyptischen Kultur auch beschäftigt. Über Instagram und YouTube kann man super viel über Smitawi lernen. Allgemein online. Es gibt eine Plattform, auf der man von verschiedenen Universitäten Kurse belegen kann. Da hatte ich unter anderem den Kurs Ancient Egypt and its Civilization von der University of Pennsylvania belegt. Bücher, die ich gelesen habe, sind unter anderem von den Autoren Muatta Ashby, Babacar Khan, Ra-U-Nefer Amen, dann auch noch Bücher, die die kemetischen Prinzipien aufnehmen, wie zum Beispiel Sacred Woman von Queen Afua. Durch Smitawi habe ich super viele Leute kennengelernt, manche persönlich, andere nur online. Zugang zu neuem Wissen und Impulse habe ich erhalten, unter anderem durch Pablo Imani, Akosia Asset, Sarah Wesley, Honor Hawk, Stephen Rousseau, Yusira Hotep, Ursula van Grain und viele mehr. Kimian, Kemetic Yogi. Meine Motivation, mich mit Smitawi mehr auseinanderzusetzen, kam direkt von meinem Herzen. Ich persönlich fühle mich in dieser Praxis sehr, sehr wohl, und sie gibt mir super viel Halt. Und was ich auch beobachten kann, ist, dass viele Menschen mit einem afrikanischen Background auch diese Art, Energien zu harmonisieren, nochmal ganz anders wertschätzen, was denen ganz anders nochmal zunutze kommt. Zuvor hatte ich mich mit der indischen Methode, Energien zu harmonisieren, auseinandergesetzt, dem Yoga. Und hier in unserer westlichen Welt ist es ja super, super einfach, zum indischen Yoga einen Zugang zu erhalten. Das erste Mal bewusst habe ich mich mit Yoga als Teenager auseinandergesetzt, dann mit Anfang 20 etwas mehr, mit Mitte 20 hatte ich dann auch meine Yogalehrerin-Ausbildung gemacht. Heute bekannt sind Formen wie Kemetic Yoga, African Yoga, Egyptian Yoga oder pharaonisches Yoga, welche alle auf dem Studieren von kemetischen Prinzipien beruhen. Und die wiederum beruhen auf dem Harmonisieren von Energien, welches durch den Begriff Smitawi ausgedrückt wird. Smitawi bedeutet die Vereinigung der beiden Länder. Damit ist die Vereinigung von Ober- und Unterägypten gemeint und symbolisch die Vereinigung vom höheren Selbst und niederen Selbst. Allgemein das Vereinigen von vermeintlichen Gegensätzen und das Auflösen von Dualitäten. Das Praktizieren von Smitawi dient dazu, deinen eigenen göttlichen Funken in dir selbst zu finden, sich einfach mit dem Göttlichen zu verbinden. Auf dem Weg dahin gibt es eine Menge toller Nebeneffekte, wie zum Beispiel einen gesünderen Körper, einen gesünderen Geist, emotionale Ausgeglichenheit, mehr Fokus, Empowerment, Selbstliebe, besseren Schlaf durch das Praktizieren der Körperübungen, durch das Praktizieren von Atemübungen, durch Meditation und durch das zeitgemäße Befolgen der 42 Gesetze der Ma'at, dem Verhaltenskodex der alten Ägypter. Viele Menschen kennen Teile dieses Verhaltenskodex, und zwar die 10 Gebote, also die christlichen 10 Gebote. Und diese 10 Gebote haben super viele Parallelen zu den 42 Gesetzen der Ma'at.
Die Übungen des Smai Tawis sind sehr akkurat und präzise und haben eine innewohnende Einfachheit, was viele Menschen überrascht, die Yoga aus dem indischen Kontext kennen, mit sehr akrobatischen und manchmal auch verrenkenden Übungen. Wortwörtlich übersetzt bedeutet Smai oder Sema Vereinigung und wurde dargestellt durch eine Hieroglyphe, die die Luftröhre und die beiden Lungenflügel symbolisiert. Dann haben wir noch Tawi, also T-A-W-I oder T-A-U-I, welches Land oder besser gesagt Länder bedeutet, also zusammen die Vereinigung der beiden Länder. Damals war damit die Vereinigung von Ober- und Unterägypten gemeint und symbolisch auch die Vereinigung des höheren und niederen Selbst mit Heru als Gottheit für das höhere Selbst. Also Heru mit seinem Falkenkopf steht für all das, was gut ist im menschlichen Herzen. Und Set als Gottheit, die das niedere Selbst darstellt, die für alles, was schlecht und unkontrollierbar im menschlichen Geist ist, wie zum Beispiel Ignoranz und Egoismus. Das Besondere bei Smai Tawi ist jedoch, dass nicht versucht wird, das Negative auszulöschen, sondern wirklich das Negative mit dem Positiven zu harmonisieren und somit wieder Dualitäten aufzulösen. Die ersten Aufzeichnungen von Smai Tawi sind vor ca. 7000 Jahren entstanden. Davor gab es aber auch schon Lehren im Bereich des Niltals, die das Harmonisieren von Energien gezeigt haben, die dann aber mündlich übertragen wurden. Eins der Prinzipien des Smai Tawi ist es, dass wenn wir uns wie die kemetischen Götter und Göttinnen oder andere mystische Wesen bewegen, wir deren Eigenschaften und Qualitäten in uns spüren und aktivieren können und auch in uns selbst kultivieren können. Wie zum Beispiel die Hore-Maket-Pose, auch als Sphinx-Pose bekannt. Wir kennen die Sphinx als dieses Wesen mit dem Menschenkopf, welches super schwierige Rätsel stellt, welches sehr, sehr, sehr klug ist, sehr, sehr intelligent, wirklich einen scharfen Verstand hat und gleichzeitig diesen animalischen Körper der Löwen hat, der wirklich kraftvoll und stark ist. Und diese Kombination vom höheren Selbst, von diesem cleveren Wesen, was gleichzeitig das niedere Selbst, das Animalische kontrolliert, das ist eines der wichtigsten mystischen Prinzipien. Während wir in dieser Pose sind, können wir uns selbst als Sphinx sehen, also wirklich visualisieren, dass man diesen scharfen Verstand hat, während man gleichzeitig so kraftvoll und mächtig ist wie eine Löwin. Die Aset-Pose ist super heilsam. Aset, auch bekannt als Isis, ist die Tochter von Nut, der Göttin des Himmels, und Geb, dem Erdgott. Aset ist die Verkörperung von Wissen und Weisheit, steht jedoch nicht nur für intellektuelles Wissen, sondern auch für spirituelles Wissen, welches wir nur erlangen können, indem wir metaphysische Ebenen erleben. Das heißt, wir haben hier nicht nur Weisheit von Büchern, sondern auch Weisheit, die wir wirklich durch eigene spirituelle Erfahrung in uns sammeln. Das heißt gleichzeitig auch, dass wenn wir in der Aset-Pose sind, wir natürlich wissen, was wir haben, tiefer in uns verankern können, aber gleichzeitig auch unsere Intuition schulen können. Dann steht Aset auch noch für Heilung. Und während wir in der Aset-Pose sind, können wir auch dann nochmal uns vorstellen, okay, wir heilen uns jetzt selber, wir aktivieren nochmal ganz bewusst unsere Selbstheilungskräfte. Die Geb-Pose mag ich besonders gerne. Und zwar ist Geb der Gott der Erde und steht unter anderem für Fruchtbarkeit. Wenn wir in der Geb-Pose sind, im Flug, dann harmonisieren wir hier unsere Schilddrüse. Also es ist eine super Übung bei Schilddrüsenüberfunktion, genauso wie Schilddrüsenunterfunktion. Und die Schilddrüse ist maßgeblich wichtig für die eigene Fruchtbarkeit. Ich liebe die Reaktion von den Menschen, die das erste Mal von Smai Tawi hören. Denn viele Menschen kennen ja Lehren, um Energien zu harmonisieren aus dem asiatischen Raum, wie zum Beispiel Tai Chi oder Reiki, und sind dann so richtig so, boah, das gibt's auch in Afrika. Es ist wirklich immer dann so, du siehst, wie die Leute so ein bisschen, sich freuen, auch eine wirklich wichtige, sinnvolle spirituelle Praxis aus dem afrikanischen Raum zu haben. Im Unterricht habe ich auch schon Menschen gesehen, die wirklich ihre Schutzschilde so weit runterfahren konnten, dass ihnen Tränen über die Wangen gerollt sind. Ich denke, es waren Tränen der Erleichterung, dass man endlich mal loslassen konnte, dass man selbst sein konnte.
Tränen über die Freude, über das Empowerment, welches wir durch Smitawi erhalten. Und das ist eine Sache, die ich super, super wichtig finde, dass wir Räume haben, in denen wir unsere Schutzschilde so weit runterfahren können, dass wir nicht darauf achten müssen, kommt gleich vielleicht von hier was, kommt gleich was von da, dass wir wirklich uns einfach nur auf unsere spirituelle Praxis fokussieren können und wirklich einfach sein können. Afrika ist die Wiege der Menschheit und ebenfalls der Ursprung von vielen Kulturen, der Religion, spiritueller Prinzipien, der Naturwissenschaften, des Ackerbaus. Und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass in Afrika auch ein System zum Harmonisieren von Energien entwickelt wurde. Die Gemeinsamkeiten von Smitawi und dem indischen Yoga entspringen der Verbindung des alten Ägyptens und Indiens und dem gemeinsamen Ursprung dieser damaligen Menschen. Die Ahnen dieser Menschen damals stammten aus dem Königreich Kasch, welches sich von Südägypten bis in den Norden des Sudans streckte. Von dort aus ist dann ein Teil nach Norden, nach Ägypten gewandert, ein anderer Teil, die Draviden, sind dann auf den gesamten indischen Subkontinent gelandet. Aus historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass es eine Menge Verbindungen auf sozialer Ebene, auf kultureller Ebene und genetischer Ebene zwischen den Menschen von Indien und Nordostafrika gab. Später dann sind die Arier aus dem Norden nach Indien gekommen und haben auf ihrem Weg dahin noch weiterentwickelte Lehren aus dem alten Ägypten mitgebracht und auch das Sanskrit. Yoga ist Sanskrit und kommt von dem Wort Yuga. Yuga bedeutet so viel wie jochen, anjochen, was vereinen, verbinden heißt. Genauso wie der Begriff Smitawi. Bis heute kann man auf der ganzen Welt den altägyptischen Einfluss sehen, wenn man seine Augen öffnet. Wir sehen diesen Einfluss in der Sprache, in der Kultur, in der Kunst, Architektur, Religion, in sehr vielen verschiedenen. Zum Beispiel wurden die Götter und Göttinnen im alten Ägypten Neta genannt. Und unser deutsches Wort Natur und das englische Nature leitet sich davon ab. Denn Neta bedeutet eigentlich nur eine Verkörperung von Prinzipien der Natur. Nuit, N-U-I-T, bedeutet auf Französisch Nacht. Und im alten Ägypten haben wir die Göttin Nut, die als Himmel dargestellt wird. Also sie ist der Himmel, sie ist eine nackte Frau, ganz dunkelblau mit leuchtenden Sternen auf dem Körper. Original altägyptische und außerägyptische Obelisken sind auf der ganzen Welt verteilt. Einer der berühmtesten ist das Washington Monument in der Nähe des Weißen Hauses. Die Grundlagen für die moderne Chemie wurden im alten Ägypten gelegt. Und das altgriechische Wort Chemia kommt von dem Wort Kemet, welches die Eigenbezeichnung für das alte Ägypten ist. Manche Menschen sagen, dass sich die Dreifaltigkeit von der Triade von Heru mit den Eltern Aset und Assa aus dem alten Ägypten ableitet. Und auch die Darstellung von Heru auf dem Schoß seiner Mutter Aset ähnelt sehr stark der Darstellung von Maria mit ihrem Sohn Jesus auf dem Schoß. Die christlichen 10 Gebote haben super viel Ähnlichkeiten mit den 42 Gesetzen der Ma'at. Und das ist besonders interessant mit dem Hintergrund, dass Moses, der diese 10 Gebote empfangen hatte, Ägypter war und höchstwahrscheinlich, wie die meisten Ägypter zu dieser Zeit, die 42 Gesetze der Ma'at kannte. Direkte Nachfahren des brennenden Dornbusches, in dem Moses damals Gott gesehen hat, kann man bis heute am Sinai-Berg in Ägypten finden. Die Schöpfungsgeschichte der Maori mit Rangi und Papa weist sehr, sehr große Ähnlichkeiten mit der altägyptischen Schöpfungsgeschichte mit Nut und Geb auf. Auch die Sonne auf Maori wird Ra genannt, so wie der altägyptische Sonnengott. Meine Vision für die Zukunft von afrikanischen Praktiken wie Smitawi ist es, dass wir Räume haben, in denen wir unsere Schutzschilder ganz nach unten fahren können, dass wir safer Spaces haben, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir geschützt sind vor Mikroaggression, in denen wir nicht immer hier und da schauen müssen, okay, kommt da vielleicht was, sondern in denen wir wirklich üben, lernen und heilen können. Für mich ist Smitawi eine spirituelle Praxis, die aus einem Selbst heraus entstehen sollte. Also wirklich diesen Wunsch, den man hat,
der sollte darauf basieren, dass man wirklich was lernen möchte, dass man etwas über sich selbst lernen möchte, dass man sich vielleicht schlussendlich auch wirklich mit dem Göttlichen verbinden möchte. Der Fokus sollte nicht darauf liegen, einfach schnell Lehrerin, Lehrer zu werden, um einfach Geld zu verdienen. Wir brauchen auch Lehrerinnen, wir brauchen auch Lehrer, aber wirklich der Fokus sollte auf dem Selbststudium, auf Gesundheit, Harmonie und das eigene Erfahren liegen. Etwas, was ich teilen möchte, dass jede Person für sich bestenfalls eine spirituelle Praxis findet, in der sie sich wirklich selbst gehalten fühlt, wohlfühlt und auch eine kulturelle Bindung zu hat. Weil es ist wirklich ein Schatz.